So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Heute haben wir mal wieder etwas Spezielles dabei. Und zwar heute haben wir einen 997 GT3. Ja, endlich mal wieder ein sehr, sehr schönes Projekt. Und zwar, wir bauen aus dem Auto mal wieder ein G-Turbo. Wir haben ja früher öfter die G-Turbo-Fahrzeuge gebaut. Das sind immer turbo aufgeladene Fahrzeuge auf Basis GT. Also quasi sprich GT3. So, was natürlich besonders cool ist bei so einem G-Turbo-Projekt, gerade bei dem GT3, man hat natürlich den Saugmotor, den Hochdrehzahlmotor und man hat natürlich eine super Basis, um ein schnelles Auto draus zu bauen. So, die ganzen Motorkomponenten sind natürlich super für uns, fürs Tuning. Ne? Große Zylinderköpfe, beim Sauger muss ja viel Luft durchgehen und ja, solche Sachen sind natürlich für uns zum Vorteil, wenn wir dann so ein Auto später umbauen. Ja, der Kunde, der uns das Auto gebracht hat, hat uns glücklicherweise ein sehr, sehr schönes Auto gebracht. Auto ist auch fast gar nichts gelaufen, ist so um die 40.000, 50.000 Kilometer gelaufen. Toller Zustand von dem Fahrzeug, eigentlich schon fast zu schade, um ihn ganz auseinanderzureißen, weil von dem Auto bleibt nicht viel über. Felgen zum Beispiel werden geändert, der kriegt eine komplett andere Farbe. Interieur, gehen wir auch noch mal drauf ein, kriegt ja noch Sitze und ein bisschen Alcantara. So ein paar Spielereien. Motor halt wie gesagt wird komplett gemacht, 1400 PS, bleibt weiterhin Heckantrieb, kriegt einen Cyvex rein, kriegt einen anderen Heckflügel. Ja, also da wird schon jede Menge passieren bei dem ganzen Projekt. Und ja, was hat sonst der GT3 für Vorteile, wenn man ihn umbaut? Also der GT3 hat eine andere Vorderachse als der 997 Turbo. Der GT2 hat im Prinzip fast auch die gleiche Vorderachse. Sieht man zum Beispiel auch daran, wie der Sattel hängt. Das hat natürlich was damit zu tun mit dem Befestigungspunkt des Sattels. Und daran erkennt man natürlich, welche Vorderachse das Auto verbaut hat, ohne dass man jetzt von unten drunter guckt. Ja, sonst generell die ganzen Querlenker und sowas ist alles viel besser als beim Turbo. Also das wird wieder ein sehr, sehr cooles Projekt. Ihr könnt auch noch gespannt sein, in was für eine Farbe das Auto foliert oder lackiert wird. Das werden wir noch später neu erzählen. Genauso wie was für Felgen kommen werden, ob noch Bremse bleibt. Da sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig, ob man jetzt eine Stahlbremse lässt oder sogar auf Keramik noch umbaut. Müssen wir mal gucken, ob das nicht vielleicht den Rahmen sprengt, weil eine Keramikbremse neu kaufen bei Porsche ist natürlich schon sehr, sehr teuer. Wenn man natürlich eine gut gebraucht bekommt, die neuwertig ist, dann kann man sich das überlegen. Aber sonst, ja, ich glaube, das Geld kann man auch gut für andere Sachen ausgeben, anstatt sich für 30.000 Euro eine Keramikbremse zu kaufen. Aber ist im Endeffekt auch jedem selbst überlassen, muss jeder für sich überlegen, wie er das handhaben möchte. Gehen wir nochmal auf die Optik von dem Fahrzeug ein. GT3 Front, wie man unschwer erkennen kann, ne? Sieht natürlich deutlich anders aus als vom Turbo oder als vom GT2. Mir persönlich, muss ich sagen, ist meine Lieblingsoptik bei den Fahrzeugen. Ich bin absoluter GT3-Fan. Ja, ich weiß nicht, für mich ist GT3 einfach das höchste Maß der Dinge, weil einfach die Qualität vom Motor und ja, das Gesamtpaket des Fahrzeugs einfach mega. Ja. Kühler vorne sind eigentlich fast gleich wie beim Turbo. Kühlerpositionen sind halt alle ein bisschen anders durch die Schürze. Der hat andere Hilfsrahmen, die sind eher so wie beim Carrera. Hat hier vorne auch diesen gekippten Kühler, wenn man, ja, vielleicht jetzt schlecht zu sehen, aber gleicher Effekt, ne? Kühler gekippt, Luft geht von unten durch, oben über die Haube weg, so wie sie das bei den moderneren Autos mittlerweile überall machen. Ja, was sonst natürlich GT3 typisch ist, er hat die schmale Karosserie, ist natürlich gut für Topspeed-Fahrten, weil klar, ne, der CW-Wert ist deutlich besser. Flügel, alles GT3 vor Facelift, finde ich auch sehr schick, ist nicht too much, weil viele bauen sich immer den GT3 S-Heckflügel drauf, diese riesen Theke mit den Alu-Anbindungen. Ich finde, das ist immer ein bisschen sehr viel, ist aber auch Geschmackssache. Ich finde, man ist mit dem einfach deutlich dezenter unterwegs. Ja, was sonst den GT3 immer verrät, sind die Mittelrohre, wie man unschwer erkennen kann. Und ja, ich glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Projekt. Und ich würde sagen, wir machen erstmal noch einmal den Heckdeckel auf, bevor ich jetzt die Nummer hier schon wieder beende. Und gucken noch einmal hinten rein. Also ihr könnt auch noch im Motor in den Innenraum noch mal reingucken. Ne? So, also wie man hier jetzt sieht, vielleicht hat der eine oder andere ja schon das Turbo, das Video gesehen, wo wir den 997 Turbo und den 997 GT2 vergleichen. Wenn man hier jetzt natürlich reinguckt, sieht man, das ist natürlich alles schon ganz schön anders. Ne? Der Luftfilterkasten ist komplett anders, die Ansaugbrücke ist anders. Für jemanden, der sich auskennt, sieht auch sofort, dass die Ölfilterkonsole anders ist. Der ganze Halter ist anders, die sitzt anders, weil die Brücke größer konzipiert ist und da nur noch ein Kühler drunter passt und nicht mehr zwei wie beim Turbo. Beim Turbo ist ja auch die Brücke kleiner, man hat mehr Platz nach hinten. Und ja, sonst ist es halt ein Metzger-Motor. Ne? 3,8 Liter. Ich will nichts Falsches sagen, ich glaube 465 PS als MK1, könnte gut sein. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal in den Innenraum weiter. Das ist ja zwar auch spannend, aber da kommt noch mehr Spannendes im nächsten Teil.
So, wenn man hier jetzt mal schön guckt, typisch GT-Fahrzeug, wie wir schon in dem anderen Video besprochen haben, Turbo GT2, alles unterhalb Alcantara. Lenkrad Alcantara, Sitzflächen, Handbremse, diese typischen Sachen, die man anfasst. Nee, Wildleder, Entschuldigung, Alcantara ist ja Mikrofaser, das ist ja ein Wildleder. Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Auto. Ich finde, man braucht hier gar nicht viel machen und ich lasse mich überraschen, ob der Kunde jetzt bei der ganzen Entscheidung bleibt, die er getroffen hat, oder ob wir vielleicht noch was verändern. Aber das wird dann noch sich zeigen in den nächsten Tagen. Also hier sehen wir jetzt hier das schöne Prachtexemplar auf der Bühne. Wir haben nämlich schon angefangen. Das wird jetzt ja der G-Turbo, wie man jetzt ja im vorigen Teil schon gesehen hat. Wir haben den Motor schon ausgebaut, Getriebe ausgebaut und fangen jetzt auch direkt mit den Karosseriearbeiten an, dass wir hier gleich mal direkt zur Sache gehen. Wie man unschwer erkennen kann, wir haben das Auto schon schön abgeklebt, weil wir müssen ja die Anströmung bzw. die Luftführung für die Ladeluftkühler noch installieren. Es gibt mehrere Varianten, wie man das bauen kann. Wir machen das immer so, ja, wir schneiden hier Löcher rein in die Karosserie. Dann kommt hier unser Luftaufsatz drauf, unsere Ansaugung, mit einem Kanal, der dann runter geht zum Ladeluftkühler. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man könnte natürlich wie beim Turbo hier vorne das Loch reinmachen. Eigentlich ist die Stelle aber nicht besonders schlau, sondern beim 997 Turbo funktioniert der Lufteinlass eigentlich hier nur, da hier unten, immer wenn die Luft dran vorbeizieht, ja, wie soll ich das erklären, hier entsteht kein Unterdruck, sondern ein Sog, so ein Venturi-Effekt, und deswegen zieht der die Luft quasi durch den Kühler durch. So, eigentlich ist die Druckstelle, wo natürlich die Luft, wo man viel Anpressdruck hat, hier oben am besten. Deswegen haben wir uns das überlegt, dass wir das hier oben reinmachen, weil wir können natürlich nicht genau so eine Öffnung machen wie beim Turbo. Zwar nur ähnlich, das heißt, wir nutzen das nur als Abluft und nicht wie Porsche das normalerweise beim Turbo macht, als Venturi-Effekt. So. Also man könnte natürlich das Auto jetzt auch noch bauen mit Wassernadeluftkühlern, wird natürlich genauso gehen. Ja, wir bevorzugen aber eigentlich die Luft-Luft-Variante aus dem einfachen Grund, als Kunde ist es umständlicher, wenn du einen Tank vorne drin hast, du musst da mal nachgucken, du hast die Einbuße, weil der Kofferraum halt einfach kleiner wird, weil irgendwo muss man den Tank halt hinbauen. Ja, also um darauf zurückzukommen, wir bauen das Auto Luft-Luft-Ladeluftkühler ein und bauen dementsprechend hier unsere Hutze drauf. Ja, das Auto bekommt unter anderem auch ein Entenwürzel, den Sport Classic Look. Der Kunde war hier, hat das hier bei einem anderen Auto gesehen, fand das sehr cool und hat sich dann dazu entschieden, dann auch so einen Heckdeckel drauf zu machen. Finde ich persönlich ganz cool. GT3 fällt ja mal schon relativ doll auf wegen großen Flügel. Jetzt natürlich mit dem Sport Classic Flügel ein wenig entschärft. Und ja, wie man schon erkennen kann, hier Felgen sind auch schon runter, weil er bekommt andere Räder, Zentralverschlussumbau und solche Sachen. Und damit wir jetzt ein paar Schieberäder da haben, genauso wie für, wenn er nochmal zum Lacker geht, weil wir müssen das Seitenteil später nochmal lackieren, wäre es natürlich schade, wenn es die originalen GT3-Räder drauf sind und man verschmutzt die kriegen Farbe ab oder was auch immer. Die einen oder anderen fragen sich, wie kriegt man das überhaupt positioniert? Wie finden wir unseren Fixpunkt dadurch? Wir haben mal ein komplettes Seitenteil abgeformt und haben uns dann die Stellen quasi festgelegt, wo der Luftausschnitt genau sitzen muss für unsere Hutze. Ja, sieht sehr einfach aus, funktioniert aber mega. Und ist die andere Form, da sind ein paar Luftführungen. Hier vorne ist sogar eine Hutze, wir können mal eine Hutze hier mal draufhalten. Ist auch die für die richtige Seite? Nein, ist natürlich die für die andere Seite. Wie soll das auch anders sein? Ja, damit man sich das hier mal so ungefähr mal vorstellen kann, muss man hier rüberkommen, die muss man von vorne mal reinfilmen. Ja, die Formen bestehen aus zwei Teilen. Das ist das Oberteil, das wird oben aufgesetzt. Von unten kommt der Ansaugschnorchel noch dran, der wird dann noch dran angepasst. Und dann hat man seinen Luftkanal, der dann runter geht auf die Hutze vom Ladeluftkühler. Für jemanden, der sich nicht damit auskennt, hier sitzt der Ladeluftkühler, der hängt hier so schräg drin. Ja, und dementsprechend wird die Luft dann darauf abgeleitet und hier unten durch die Heckschütze wieder raus. Ja, hat man natürlich für beide Seiten, deswegen in beide Seiten Löcher rein. Wir waren jetzt ja gerade eben an dem 997.1 GT3. Hatten ja schon gesagt, der Motor ist ausgebaut. Deswegen dachten wir uns, wir zeigen den jetzt schon mal ein bisschen.
für die Leute, die es nicht wissen, ist ein 3,8 Liter Saugmotor, 415 PS Serie, Verdichtung 12:1 oder 12,2:1, ich glaube 12:1. Ja, also Motor ist sehr spannendes Thema. Die meisten Porsche-Tuner oder Leute, die Porsche umbauen, kennen ja immer maximal den 997 Turbo, den sie einmal im Leben zerlegt haben und wieder zusammengebaut haben. Vom Metzger-Motor gibt es aber sehr viele verschiedene Teile. Alle denken immer, der Metzger-Motor ist ein Motor. Nein, sie sind alle unterschiedlich. Ob es jetzt beim 996 der 996 Turbo ist, der 996 GT3, wovon es auch zwei verschiedene Ausführungen gibt. Dann gibt es immer jeweils die Cup-Autos. Beim 997 das gleiche, ne? 997 Turbo und GT2. Das sind jetzt die einzigen, die eigentlich fast gleich sind. Aber GT3, MK1, MK2, bei den Cup-Autos, es gibt so unglaublich viele Unterschiede. Ja, aber wir gehen heute mal ein bisschen auf den Motor hier ein. So. Was man natürlich unschwer erkennen kann, GT3, ne, klar, hat natürlich den Mittelschalldämpfer mit den Rohren in der Mitte. Woran man den GT3-Motor auch immer ziemlich schnell erkennen kann, klar, wenn man jetzt zum Beispiel kein Auspuff dran ist, wenn man sich vorne mal die Riemenscheibe anguckt, das ist eine Leichtbau-Riemenscheibe, machen die aus dem einfachen Grund, der Motor dreht halt 8000 und bei 8000 Umdrehungen gibt es natürlich sehr hohe Schwingungen oder Vibrationen in der Kurbelwelle und damit man dem natürlich ein bisschen entgegenwirkt, haben sie jetzt in dem Fall da die leichtere Version mit größeren Rädern, kleineres Rad. Gibt es zum Beispiel jetzt auch von anderen Tunern, gibt es da zum Beispiel so Dumper, wir haben auch so einen Dumper im Programm für noch mehr Drehzahlen, andere Gewichte, dass es halt nicht so anfängt zu vibrieren, der nimmt dann die Vibration auf, kann der in dem Fall nicht, der ist jetzt einfach nur für Leichtbau. Ja, woran man sonst ziemlich schnell erkennen kann, ist immer die Ölfilterkonsole. Die Ölfilterkonsole steht nämlich ganz anders als beim Turbo, sieht man auch schon hier unten an dem Befestigungsblech. Hat einen ganz einfachen Grund, liegt an den Ölkühlern und an der Ansaugbrücke. Man kann nämlich nur den einen großen Ölkühler fahren mit der Brücke. Wenn man jetzt die normale Ölfilterkonsole hätte mit zwei Wärmetauschern, würde man es einfach nicht drunter bekommen. Komm einmal bitte mit rum, Matti. Wenn man jetzt von hier hinten guckt, sieht man mal, wie wenig Platz da ist. Ne? Da ist im Prinzip Raum gleich 0. Wenn man sich jetzt mal eine andere Konsole dazu holt, Sekunde, ich habe ja mal Teile auf Vorrat. Hier ist ja zum Glück unser gutes Regal. Immer wenn ich schnell was brauche, muss ich nicht weit laufen. So. Wenn man sich jetzt mal die Konsolen hier beide anguckt, die wird jetzt hier so auf dem Motor draufstehen. Erstmal geht der Hals gerade, hier geht er schräg und hier ist noch Platz für ein zweiter Kühler. Aber hier, wo soll man hier einen zweiten Kühler hinmachen, ist unmöglich. Es geht platztechnisch nicht. Ne? Deswegen fahren die halt mit der anderen Ölfilterkonsole durch die andere Ansaugbrücke. Der GT3-Motor hat sonst noch viele andere coole Vorteile für uns. Und zwar, er hat sehr große Köpfe, weil es ist natürlich ein Saugmotor. Irgendwie müssen sie die Leistung da rausbekommen. Also brauchen sie große Kanäle, um viel Luft in den Brennraum zu bekommen. Weil natürlich klar, nur Luft und Kraftstoff ergibt später Leistung. Ja, sonst cooles Ding, Hochdrehzahlmotor. Also der funktioniert nicht mit Hydrostößeln, sondern der hat Tassenstößel wegen des Gewichtes. Das Problem ist, der Hydrostößel ist einfach zu schwer für Hochdrehzahlen und fällt irgendwann durch die Fliehkräfte fällt er auseinander und er ist halt einfach zu schwer, um so schnell beschleunigt und abgebremst zu werden. Findet er nicht gut, geht nach kurzer Zeit kaputt, deswegen Tassenstößel. Hat natürlich für uns den Vorteil, wenn man hochdrehen kann, man nimmt große Turbolader, das heißt, man schiebt das ganze Drehzahlband einfach ein bisschen weiter nach hinten, man schont aber den ganzen Motor, braucht nicht so besonders viel Ladedruck, kann die Leistung trotzdem gut fahren, ohne dass man da viel Stress mit hat. Sehr coole Sache. Man muss natürlich sehr, sehr viel umbauen, damit der Saugmotor bei einem Turbo-Tuning funktioniert. Verdichtung passt zum Beispiel gar nicht, Ventile sind ein großes Problem, Pleuel, Kolben, also im Endeffekt baut man eigentlich fast alles um. Man hat nur eine sehr schöne Basis, um quasi mit dem Umbau anzufangen, weil man schon ein paar Teile drin hat, die sonst später im Einkauf sehr teuer sind. Jetzt zum Beispiel gerade die Köpfe, die Saugerköpfe, klar, größere Kanäle, größere Ventile, coole Sache, aber einfach 1:1 draufstecken bringt einem gar nichts, weil die Abgasseite nämlich deutlich kleiner als beim Turbo ist. Das heißt, man muss auch da den Kopf wieder anfassen. Viele würden sich jetzt zum Beispiel denken, oh wie geil, ich nehme jetzt einfach den Kopf vom GT3 und stecke den auf den Turbo drauf. Funktioniert nicht einfach so, muss man sehr, sehr viel umbauen, anpassen, damit so etwas überhaupt funktioniert. Was sage ich natürlich nicht, wäre natürlich blöd, muss man erstmal selber drauf kommen, was man alles ändern muss, damit das funktioniert. Und ja, sonst ist der Motor eigentlich relativ ähnlich zum Metzger-Motor, also 997 Turbo. Wenn man sich jetzt mal den Öltank anguckt, die Hauptölleitung und solche Sachen, das ist alles gleich. Die ganze Sensorik ist gleich. Was es bei dem jetzt zum Beispiel auch anders ist, der hat jetzt natürlich kein VarioCam Plus, ne, wegen der Hochdrehzahlen. Funktioniert das in dem System nicht, weil er hat ja keine Hydrostößel, sondern Tassenstößel. Deswegen kann er natürlich schlecht den Hydrostößel feststellen, weichstellen und auf dem verschiedenen Hub jeweils fahren.
Haben wir eigentlich schon mal ein Video zum 997 Turbo gemacht? Motor? Nee, ne? Ja, dann müssen wir das wohl auch nochmal machen jetzt nach dem Video. Wenn ich jetzt so viele Sachen erwähne, VarioCam Plus und was weiß ich, die meisten werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was das kann, wieso, weshalb, warum. Ja, 3,8 Liter Hubraum hatte ich schon gesagt, ist natürlich cool, weil GT3 Kurbelwelle ist drin, ist eine Schmiedekurbelwelle, hat den Vorteil halt einfach, Schmiedekurbelwelle kann viel mehr Leistung aufnehmen, ohne dass sie durchbricht, sich in sich verdreht, haben wir auch schon gehabt, nicht so cool. Ja, und halt einfach der mehr Hub, mehr Weg, bringt natürlich mehr Hubraum und durch mehr Hubraum kann man mehr Leistung regenerieren. Ja, großer Vorteil sonst, ne, durch die große Drosselklappe, durch die große Ansaugbrücke schon 89er Drosselklappe. Die Ansaugbrücke, so kann man jetzt nicht einfach wieder draufstecken. Also wenn wir jetzt die Ansaugbrücke jetzt einfach nur so Serie nehmen, stecken jetzt einfach auf unseren Turbomotor drauf, machen einen Ladedruck drauf, fliegt die einfach auseinander. Die ist sehr billig verschraubt einfach nur. Für einen Saugmotor reicht es, hat man ja maximal 1 Bar, ne, Umgebungsdruck quasi in der Brücke. Das ist ja nichts Wildes. Ja, sonst sind hier vorne die ganzen Konsolen sind hier alle ein bisschen anders. Also es ist schon vieles anders. Wenn man es jetzt kennt, guckt man drauf und sagt, ach ja, ist alles gleich. Jetzt, wenn du nämlich mal herkommst, normalerweise beim Turbo, wäre jetzt hier vorne natürlich noch ein Loch in der Konsole drin für die Ölabsaugpumpe. Die Turbolader hängen ja rechts und links, hängen ja tiefer als der Motor und irgendwie muss das Öl da wieder zurück in den Motor. Also wird über die Konsole vorne, da ist so eine kleine Sternpumpe drin und über die Sternpumpe, die saugt dann quasi das Öl aus den Turboladern, aus den Öltanks, wird dann zurückgepumpt über eine Rücklaufleitung im Motorblock, fertig. Hat der GT3 natürlich nicht. So, also es wird hier schon ein bisschen mehr dran passieren, dass wir das dann alles so zusammenbekommen, was wir brauchen, damit das Auto gut funktioniert, fährt und mit einem Turbo-Umbau läuft wie Serie. Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was zum Motor erklärt. Wir werden aber definitiv noch mehr zeigen, wenn wir das Auto auseinanderbauen, den Motor auseinanderbauen. Da wird noch ein bisschen was zu kommen. Aber ich denke mal, jetzt so für den Anfang ist das nicht verkehrt. Ein bisschen was zum Auto gezeigt, ein bisschen was zum Motor gezeigt. Und dann gehen wir später noch mal ein bisschen ins Detail. Und man wird auch noch ein paar mehr schönere Sachen sehen. Also ein paar schöne Sachen im Sinne von für Motor, für Auto, was noch kommt, was noch passiert. Also seid gespannt, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.